Immer wieder sehe ich in der Beratung, dass es doch große Verständigungsprobleme gibt hinsichtlich der Wegzugsteuer und der sogenannten Entstrickung. Was ist das eine, was ist das andere, wie passen die zusammen, haben die überhaupt was miteinander zu tun? Deswegen habe ich gedacht, will ich das Ganze noch mal ganz kurz erklären. Erstens, was ist die Wegzugsteuer? Die Wegzugsteuer ist keine eigene Steuerart. Ja? Es handelt sich um eine Variante der Einkommensteuer. Du musst die Wegzugsteuer bezahlen, wenn du Deutschland verlässt und an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland beteiligt bist. Es spielt keine Rolle, ob die Gesellschaft weiterhin in Deutschland bleibt oder ob du die wegziehst aus Deutschland. Wegzugsteuer bezahlst du auf deinen Anteil an Kapitalgesellschaften. Dein Anteil wird bewertet vom Finanzamt. Es wird eine sogenannte fiktive Veräußerung angenommen. Es ist also so, wie wenn du diese Anteile verkaufen würdest und den sogenannten fiktiven Veräußerungserlös musst du dann versteuern. Die Bewertung ist oftmals prohibitiv hoch. Das Finanzamt sagt, was weiß ich, Gewinn der GmbH sind 100.000, das wird dann multipliziert mit Faktor 13,75, ist der Wert der GmbH 1,375 Millionen. Und darauf musst du dann nach Halbeinkünfteverfahren dann Einkommenssteuer bezahlen. So, das ist die Wegzugsteuer. Die Wegzugsteuer gibt es praktisch in nur sehr wenigen Ländern. Also Deutschland gehört dazu, Österreich gehört dazu, die Niederlande gehören dazu. Die USA machen es auch ein bisschen. Deutschland hat meiner Meinung nach das strengste System. So, wenn jemand von Exit Tax spricht, vor allen Dingen im Kontext der EU, ist allerdings was anderes gemeint und nicht diese Wegzugsteuer, sondern dann ist die sogenannte Entstrickungsbesteuerung gemeint. Die Entstrickung findet nun bei Unternehmen statt. Also das heißt, ein Unternehmen muss die sogenannte Entstrickungssteuer bezahlen. Wenn ein Unternehmen ein Wirtschaftsgut ins Ausland überträgt, dann muss es die Entstrickungssteuer bezahlen. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine deutsche GmbH ihren Betrieb nach Frankreich verlegt, dann muss diese deutsche GmbH hier eine Steuer in Deutschland bezahlen. Es kommt dann wieder zur Bewertung dieses Wirtschaftsgut nach der gleichen Formel und darauf wird dann die Steuer fällig. Unterschied ist bei der zur Wegzugsteuer, wie gesagt, das Unternehmen muss diese Steuer bezahlen. Und es ist also EU-weit so geregelt, dass diese Steuer gestundet werden kann, beziehungsweise eben in mehreren Jahren abgestottert werden kann. So, und jetzt sind wir auch schon beim Thema. Die Entstrickungssteuer wurde EU-weit eingeführt. Ja, mit der sogenannten ATAD, der Anti-Tax Avoidance Directive der EU, gibt es die also EU-weit. Das heißt, anders als die Wegzugsteuer, die es nur in wenigen Ländern gibt, gibt es in jedem einzelnen EU-Land eine sogenannte Entstrickungssteuer. Mal angenommen, du ziehst jetzt nach Spanien um und würdest in Spanien ein Unternehmen gründen, dann ist vielleicht beim Verlassen Spaniens keine Wegzugsteuer zu bezahlen, aber wenn dieses Unternehmen mit dir umzieht, ist dann in Spanien die sogenannte Exit Tax oder Entstrickungssteuer zu bezahlen. Also Entstrickungssteuer läuft auch unter dem Begriff Exit Tax und das genau ist damit gemeint. Ein Deutscher gründet eine GmbH. Und diese GmbH erhält Provisionseinkünfte. Die hat keine Mitarbeiter in Deutschland, sondern die hat einfach nur Provisionseinkünfte, 100.000 Euro im Jahr aus einem langfristigen Provisionsvertrag. So, jetzt zieht der einzige Geschäftsführer und Gesellschafter dieser GmbH, sagen wir mal, nach Portugal um. So, was passiert jetzt? Also zum einen wird die Wegzugsteuer fällig. Denn es zieht ja der Gesellschafter der GmbH ins Ausland um. Das heißt also, die GmbH wird bewertet, 100.000 ist der Gewinn. Der Wert der Gesellschaft ist also 1,375 Millionen. Auf 60% davon muss dann also Einkommensteuer bezahlt werden. Er wird also so ungefähr bei 300.000, 400.000 dann Einkommensteuer liegen, wenn er dort ins Ausland umzieht. Zusätzlich wird aber auch noch die Entstrickungssteuer fällig, denn es passiert ja Folgendes. Er ist der einzige Geschäftsführer dieser Gesellschaft. Wenn er ins Ausland umzieht, dann zieht die Betriebsstätte der Gesellschaft automatisch mit ihm um. Das heißt, die Gesellschaft ist dann nicht mehr in Deutschland steueransässig. Die hat zwar noch ihren Registersitz in Deutschland, aber den Verwaltungssitz in Portugal. Damit wandert die Betriebsstätte nach Portugal. Portugal darf den Gewinn in Zukunft besteuern auf Seiten der Gesellschaft. Damit kommt es zur steuerlichen Entstrickung. Und es muss im Grunde dann dieses Wirtschaftsgut, das übertragen wird, beziehungsweise diese Übertragung ins Ausland, auch zusätzlich noch in der GmbH versteuert werden. Das heißt, da ist ein doppelter
Whammy, mit dem diese Person dann rechnen müsste in diesem Beispiel. Ja? So, was kann man dagegen tun? Also, wir haben dazu schon etliche Videos gemacht. Ich gehe jetzt da nicht im großen Detail drauf ein, aber ich gehe jetzt mal ganz kurz ein auf das Beispiel, was ich gerade eben erzählt habe. Ja? Die Entstrickung kann ganz einfach vermieden werden, indem du einen Geschäftsführer suchst, der weiterhin in Deutschland bleibt, wenn du ins Ausland gehst. Du trittst aus der Geschäftsführung zurück, ein anderer Geschäftsführer wird bestellt. Damit ist die Betriebsstätte weiterhin in Deutschland. Es kommt nicht zur Entstrickung. So. Die Wegzugsteuer ist schwieriger zu vermeiden. Du kannst die GmbH in eine Holding hineingeben und diese Holding muss eine Personengesellschaft sein, zum Beispiel eine GmbH und Co. KG. Damit fällt in Deutschland keine Wegzugsteuer an. Wie gesagt, wir haben dazu schon einige Beiträge und Videos gemacht. Wir kopieren nochmal ein paar Links hier in die Beschreibung rein. Wenn du ins Ausland umziehst und dich betreffend der Entstrickung oder der Wegzugsteuer hier informieren willst, Beratung brauchst und nicht genau weißt, was du machen musst, dann buch gerne ein Beratungsgespräch. Link ist auch hier in der Beschreibung. Ich freue mich, über dein Auslandsvorhaben dann mit dir zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.